Hallo Holzfreunde! Die Weihnachtszeit und Adventszeit rückt näher. Für euch habe ich jetzt ein ganz besonderes Projekt. Wir bauen etwas Deko für die Weihnachtszeit. Ich möchte mit euch diese Weihnachtsdeko bauen. Dafür nehme ich einfach Leimholzplatten Fichte aus dem Restbestand, einfache Werkzeuge und los geht's. Das Ganze machen wir jetzt hier aus dieser einfachen Leimholzplatte in DIN A4-Format. DIN A4-Format, weil wir uns eine Schablone mit unserem Drucker ausdrucken. Wer keine Lust hat, sich selbst eine Schablone zu entwerfen, kann diese wie immer von meiner Internetseite kostenlos herunterladen. Die Schablone klebe ich jetzt mit einem handelsüblichen Sprühkleber auf. Davon braucht man nicht viel, die Schablone muss auch nicht viel halten, nur gerade so viel, dass sie kleben bleibt. Damit ich mir die Radien nicht alle aussägen muss, behelfe ich mir mit einem Forstner-Bohrer. Die beiden großen Bohrungen sind Durchmesser 40, die kleinen Bohrungen sind Durchmesser 15. Der Mittelpunkt, wo ihr die Bohrung ansetzen müsst, ist auf der Schablone schon gekennzeichnet. Eleganter wären die Bohrungen natürlich mit einer Tischbohrmaschine. Ich möchte mir das ja aber einfach machen, mache das mit dem Akkuschrauber und es kommt im Endeffekt auch nicht so unbedingt auf die Genauigkeit an. So sieht der Schweizer Käse jetzt aus. Nun geht's ans Sägen. Ich säge das jetzt aus mit meiner Bandsäge. Es ist aber auch ohne weiteres möglich, das mit einer ganz normalen Stichsäge zu sägen. Der Vorteil, dass wir zuerst die Bohrung gesetzt haben, ist jetzt, dass wir nur gerade Schnitte mit unserer Säge sägen müssen.
So, das ging doch mal recht flott. Fichte ist da auch ein sehr dankbares Material. Jetzt runde ich alle Kanten ab mit einem Radiusfräser mit Anlaufring. Da müsst ihr ein wenig vorsichtig rangehen, vielleicht mit mehreren Frästiefen, damit diese filigranen Spitzen nicht abbrechen. Die Schablone brauchen wir nicht mehr, die können wir jetzt entfernen. Alles, was man nicht von Hand runter bekommt, kann man nachher ganz einfach runterschleifen. Das mache ich hier mit einem 120er Schleifpapier, aber immer schön vorsichtig. Oberhalb der beiden 40er Bohrungen kommen jetzt noch zwei kleine 3 mm Bohrungen. Da wird dann noch zusätzliche Weihnachtsdeko dran aufgehängt. Den Fuß, den habe ich mir so ein bisschen frei Schnauze zurechtgesägt. Aber eine Besonderheit hat dieser noch, und zwar mache ich dort eine Bohrung für ein Teelicht hinein. Dort natürlich nicht zu tief bohren, sonst kommt ihr auf der anderen Seite raus. Die Bohrung habe ich wiederum mit einem 40er Forster Bohrer gemacht. Das passt für die meisten Teelichter. Verbinden tue ich das Ganze jetzt mit ganz normalen Holzleim. Das Oberflächenfinish ist nach Belieben. Ihr könnt es jetzt lackieren, ölen oder bemalen. Ich mag es lieber ein wenig rustikal, gerade für den Baum. Und verkohle ihn hier ein wenig. Nicht so stark, dass er extrem schwarz wird, sondern nur ein wenig. Wenn man das mit dem Verkohlen nicht zu sehr übertreibt, braucht man ihn hinterher auch nicht bürsten. Dabei immer ein wenig aufpassen, nicht, dass ihr eure Hütte in Brand steckt. Geölt habe ich das Ganze jetzt mit ganz normalem Leinöl. Nachdem ich die Christbaumkugeln angebracht habe, sieht das Ganze jetzt so aus. Und auf meinem Esstisch und etwas stimmungsvollerem Licht sieht das Ganze so aus. Wenn ihr Spaß hattet an dem Video, dann gebt mir doch ein Like. Und ansonsten abonniert auf jeden Fall meinen Kanal.